Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 33. Beppo. Seine Sicht. Erneut klopft der Kapitän ungeduldig und leicht verwirrt an der Tür seines Vizen, doch wie zuvor bleibt die Antwort aus. Ist er noch nicht da? Lord zögert einen Moment, bevor er sich ins Gehen macht, da Penguin ihm bestätigt hat, dass Beppo in seine Kajüte gehen wollte. Gerade als er sich umgedreht hat, hörte Beppos Stimme dumpf durch die Tür. Hat er geschlafen oder was? Genervt öffnet er die Tür, hält jedoch inne, als er bemerkt, dass sein Freund nicht ihn mit seinen undeutlichen Worten gemeint hat. »Sie wollen mit dir reden.« Schnell zieht er die Tür bis auf einen Spalt zu. Gerade als er die Tür unbemerkt und leise schließen möchte, dringt Beppos Stimme ungewollt an sein Ohr. »Wieso bist du überhaupt weggegangen?« Interessiert lehnt er sich etwas dem Türspalt entgegen. Auch wenn es unhöflich ist, muss er als Kapitän über so gut wie alles Bescheid wissen und auch ausschließen können, dass man ihn verrät. So rechtfertigt der Hartpirat zumindest seine Neugier. Doch nach der Frage des Bären hört er nichts weiteres, weshalb er erneut laut klopft. Erschrocken fährt der Bär herum und besieht sich angespannt den im Türrahmen stehenden Law, der ihn mit hochgezogener Augenbraue und verschränkten Armen mustert. Wie lange stehst du denn schon da?« fragt er nervös und schiebt beiläufig die Teleschnecke unter sein Kissen. »Mit wem hast du denn geredet?« forscht Trafalgar mit einem bedrohlichen Unterton nach, um etwas Druck auf den Bären auszuüben. »Einem alten Freund.« Der Bär versucht ruhig zu bleiben und stellt sich zwar besser an als Sashi, doch auch ihm sieht man an, dass er lügt. »Und wer?« fragt er mit Nachdruck weiter. Unschlüssig starrt er seinen Kapitän an, bevor er unter dem stetigen Blick von ihm einknickt. »Darf ich nicht sagen«, seufzt der Vize und lässt den Kopf hängen. »Dann schreib es auf«, schlägt Law kühl vor und durchbohrt ihn mit seinem Blick. »Davon hat sie nichts gesagt«, nuschelt der Mink nachdenklich. »Sie?« hakt der Ältere hellhörig nach. Schnell schlägt sich Beppo die Pfote vor die Schnauze und sieht ertappt zur Seite. Wortlos drückt Beppo ihm die Teleschnecke und einen Brief in die Hand und verschwindet. »Warte!« ruft er seinem Vize nach, doch dieser hat eilig den Flur hinter sich gelassen, in welchen Trafalgar fragend blickt, und ist geflüchtet. Verwirrt begibt sich der Kapitän in seine eigene Kajüte, setzt sich auf sein Bett und liest sich den Brief durch. »Ich werde dich jeden Tag anrufen und dir alles Weitere dann erklären. Das Einzige, was du jetzt wissen musst, erzähle es niemandem, sonst breche ich den Kontakt ab. Einmal klopfen heißt ja, habe verstanden, zweimal nein, nicht und dreimal, dass du etwas nicht verstanden hast oder ich wiederholen soll.« Verblüfft liest er sich den Zettel noch ein weiteres Mal durch. Sehr schlau ausgedacht, nur kann Beppo mir nichts vorenthalten. Aber ich verstehe, so teilt sie ihm immer ihren Standort und ihr nächstes Ziel mit und falls etwas passiert, kann er sie finden. Vielleicht finde ich so ihren Standort heraus. Wahrscheinlich haben sie telefonisch die Zeiten und Weiteres ausgemacht, damit sie erkennt, wenn nicht Beppo rangeht. Sehr intelligent, also ist Warten angesagt. Nach fast 2 Stunden, in denen der Arzt nur hoffnungsvoll auf den Anruf gewartet hat, dass seine Gedanken bei keiner anderen Beschäftigung bleiben können, klingelt die Teleschnecke. Übereilt nimmt der Arzt den Hörer ab und zum ersten Mal, seit sie weg ist, hämmert sein Herz wieder aufgeregt und verlangend gegen seine Brust. »Ich bin's, kannst du frei sprechen?« ertönt ihre liebliche, dennoch veränderte Stimme. »Ich weiß nicht, ob es nur an der Schnecke liegt, aber sie wirkt nicht so ausgeglichen und fröhlich wie sonst. Sie wirkt ernst mit einem klaren Plan und Ziel vor Augen. Nur, was ist der Plan?« »Okay, in 2 Stunden haben wir die nächste Insel erreicht und kreischt die Jüngere überrascht in den Hörer. Erschrocken und besorgt, dass etwas passiert ist, setzt sein Herz für einen Moment aus und das Wir in ihrem Satz wird überhört. Schnell und etwas zu grob klopft er 3-mal an das Mikro. »Entschuldige, der Blödkopf hat mal wieder ohne Vorwarnung beschleunigt«, erklärt sie schnell, während leise im Hintergrund jemand in schadenfreudiges Lachen verfällt. »Mit wem ist sie denn unterwegs? Sie scheint sich ja gut zu verstehen.« Mit einem unbekannten Gefühl in der Magengegend wartet er geduldig auf ihre Antwort, fragt sich dabei, ob er Beppo bestrafen sollte, weil er ihm so etwas Wichtiges verheimlicht hat. »Ich meine, mit wem redest du eigentlich jeden Tag, Herzchen? Dein Bruder?« unterbricht sie eine männliche Stimme belustigt, etwas weiter weg vom Gerät. »Herzchen? Wer ist der Typ?« Die Besorgnis, ob es ihr gut geht, wird durch pure Eifersucht und Wut ersetzt. Als könnte er durch die Schnecke einzig allein mit seinen Blicken den Mann an ihrer Seite töten, starrte das unschuldige Geschöpf vor sich an.
Nein, das ist Bärchen, mein bester Freund. Ich habe ihn echt lieb, also sag nichts Fieses. Warnt sie den Fremden etwas weiter von der Muschel entfernt. Wer ist er? Sorry, was ich sagen wollte, ich habe zwar gesagt, dass ich nicht wieder so etwas Dummes wie heute mache, aber keine Sorge, mein Idiot ist bei mir, sagt sie freudig in die Muschel, sodass Trafalgars Wut wie vom Wind erfasst, verfliegt und sein Herz erneut schneller zu schlagen beginnt. Doch der Moment ist schnell zerschmettert, als die bezaubernde und freudige Stimme von einer männlichen, unbekannten und unglaublich unsympathischen Stimme ersetzt wird. Ich geb dir gleich, Idiot! Ah, lass mich runter! Bis in 2 Stunden, Bärchen! Verabschiedet sie sich schnell und legt dann mit einem entfernten Kichern auf. Und lässt somit einen vor Wut kochenden Lord zurück. Durch den Zorn findet sich einfach keine passende Beleidigung, weswegen er noch mehr angestachelt wird und kurzerhand seine Wut an der Metallwand hinter sich auslässt. Seine Hand brennt höllisch und als er auf sie hinabsieht, erkennt er erstmal nur Blut. Seine Knöchel sind aufgeplatzt, wie bei der Kleinen noch vor einigen Wochen. Schwer atmend lässt er sich erneut in das Bett unter sich fallen, auf welchem er währenddessen gestanden hat. Etwas beruhigt wischt er sich über die Stirn und presst die Kiefer aufeinander, um bei dem Gedanken an diesen Unbekannten nicht erneut anzufangen, seine Kajüte zu demolieren. Ich warte, beschließt der Arzt aufgebracht und legt sich mit der Teleschnecke auf der Brust in sein Bett zurück. Erdesicht. Endlich sind wir da. Mit wackeligen Beinen betrete ich die Sommerinsel. Die Fahrt in dem Teil ist echt gewöhnungsbedürftig. Ich hab Hunger, beschwert sich der Feuerbändiger zum x-ten Mal in 5 Minuten und schlendert müde an meiner Seite. Ich habe noch ein paar Berry, muntere ich ihn sogleich auf und wie auf Kommando ist er wieder voller Elan. Freudig springt er mehrfach um mich herum, während ich ruhig weiterspreche. Wir suchen uns einen Schlafplatz inklusive Mahlzeiten, okay? Ace nickt freudig, nimmt mich an die Hand und zerrt mich dann ungeduldig Richtung Stadt. Auf einer Sommerinsel mit einem Pulli ist echt nicht cool. Wenn meine Blitze auch automatisch Wärme erzeugen. Oh, deswegen waren wir auf der Winterinsel. Ich stoppe meine Gedanken und sehe wissend auf, bevor ich mir selbst etwas zu dumm vorkomme und erneut meine Kleidung betrachte. Grübelnd musterte ich Ace, bevor ich ihn bitte, meine Mütze zu halten. Verwundert nimmt er sie entgegen, ebenso meine Lederjacke mit dem Logo. Schnell ziehe ich mir meinen Lieblingspulli aus, binde ihn um meine Hüfte und ziehe dann mein Shirt aus. Dieses verbrenne ich achtlos zu Asche und lasse diese dann durch den nächsten Windhauch von meiner Hand ragen. Interessiert beobachtet Ace mich und immer mehr Fragezeichen erscheinen über seinem Kopf, was mich mehr als nur amüsiert. Mit einem einzigen Ruck zerreiße ich mein schwarzes Top knapp unter meiner Brust und ziehe dann meine Lederjacke und meine Mütze wieder an. Ace kann sich augenscheinlich immer noch keinen Reim darauf machen. Jetzt sind wir fast im Partnerlook, erkläre ich ihm freudig, woraufhin auch er strahlt. Aber wird dir denn nicht kalt? Fragt er mich besorgt die Frage, die ich erwartet habe. Sommerinsel, erkläre ich ihm mit rollenden Augen. Sofort geht ihm ein Licht auf. Er legt grinsend seinen Arm auf meine Schultern. Hier, lenke ich seine Aufmerksamkeit erneut auf mich und überreiche ihm einen Zettel. Verwundert sieht er mich an. Das ist meine Nummer, falls wir uns verlieren. Erneut geht ihm ein Licht auf und er steckt den Zettel in seine Hosentasche. Gleich darauf überreicht auch er mir ein Papierschnipsel. Ich musterte das Papier. Er hat mir eine Vivre-Card gegeben. Ich strahle ihn an und nehme meine Mütze. Vorsichtig löse ich 2 Fäden und binde sie um das Papierstück, bevor ich die Enden erhitze, um sicherzugehen, dass sie nicht wieder aufgehen. Ich halte ihm auf seinen Blick hin meine Hand offen entgegen. Er versteht, gibt mir seinen Hut und meine Nummer und auch hier verbinde ich die Dinge miteinander. Ich drücke meinem Bruder die Berry und seinen Hut in die Hand. Hier, geh schon mal vor, ich muss nochmal anrufen, erkläre ich ihm schnell, worauf er mich auf die Stirn küsst und vorfreudig vorgeht. Während ich nach der Schnecke suche, lasse ich erneut meinen Blick über das Meer gleiten. Mir sticht ein Schiff ins Auge, welches so weit entfernt ist, dass es für andere auch jegliches andere Objekt sein könnte. Doch ich habe es irgendwie im Gefühl. Ich renne das kleine Stück, das wir bereits hinter uns gelassen haben, zurück, weiter bis zum Steg und recke mich dem schwimmenden Punkt entgegen. Perplex weiten sich meine Augen und mein Mund klappt auf. Dieses Schiff gibt es nur einmal. Aber dass ich ihn so schnell wiedersehen würde, war nicht geplant. Ich bin noch nicht darauf vorbereitet. Aber das ist vielleicht meine letzte Chance, ihn zu sehen. Ich muss auf dieses blöde Schiff. Ohne einen Gedanken zu verschwenden, springe ich auf den Striker, aktiviere meine Teufelskräfte und brause los. Ich bemerke nicht einmal, dass ich wieder schneller als Ace fahre. Binnen Sekunden bin ich am Ziel und binde Ace Striker fest. Ich konzentriere mich mehr als sonst auf meine Umgebung und wähle, bevor ich an Bord gehe, Beppos Nummer.
Ich sagte mir zwar immer, ich würde rennen wie der Wind, wenn ich ihm erneut begegnen würde, doch jetzt, wo es eventuell so sein könnte, kann ich nicht laufen. Es gibt eine Sache, die ich unbedingt wissen möchte, die mich nie in Ruhe gelassen hat. Ich möchte wissen, wieso er es getan hat. Ich möchte die Antwort, um mit diesem manipulativen Mistkerl abschließen zu können. Immer wenn ich an ihn denke und davon überzeugt bin, dass ich ihn hasse, ist dennoch diese leise Stimme in meinem Kopf, die sagt, was, wenn er gar nicht daran Schuld hat? Was, wenn er nach mir sucht? Aber diese Gedanken möchte ich nicht haben. Wenn ich zu 100% weiß, dass er ein hinterlistiges Arsch ist, kann ich ihn unberuhigt hassen. Ich will ihn nur eine Sache fragen, aber wenn ich nicht aufpasse, hat er wieder meine Gefühle, Gedanken und anderes in seiner Hand. Ich brauche Beppo. Zur Sicherheit.